Microsoft hat seine neue Xbox-Strategie bekannt gegeben und die ist grundlegend anders als die wir bisher in den letzten Jahren kennen. Es gab zuletzt ein Interview mit den Verantwortlichen bei Xbox, vor allen Dingen mit Phil Spencer. Und da hat er einige interessante Dinge herausgegeben. Also los geht's. Tina, Mini, and we have a very special episode today, as you can probably tell by the fact that I'm joined by Phil, Sarah, and Matt. Welcome. And we're going to talk about some updates at Xbox. We want to talk about game exclusivity. We want to talk about Activision Blizzard now that they're part of our portfolio, how that might be an impact on Game Pass. And we want to talk about hardware too and how all of this fits into the strategy at Xbox. So where should we start, Phil? Well, when we originally had planned for the show, starting back in December, I think we probably would have started with Activision Blizzard. Das finde ich schon mal interessant, dass er sagt, ursprünglich haben sie an die Show für Dezember gedacht und hätten dann mit Activision Blizzard angefangen. Das bedeutet eh schon, okay, in der Zwischenzeit, Dezember, Januar, Februar, haben sie gleich mal irgendwo einen Richtungswechsel in ihrer Strategie. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch. Und vor allem, was ich irgendwie ziemlich interessant finde, er scheint ein bisschen aufgeregt zu sein. Er wirkt nicht wirklich so entspannt wie bei seinen Präsentationen. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Maybe talked a little bit about the exclusivity with some of the news coming up and then hardware. But we've had some unforeseen news that has come out. So let's just go and tackle the exclusivity question, because I know it's on the minds of a lot of people. We hear from the community, and that's an important input for us. Das finde ich übrigens gut, dass er nicht um den heißen Brei rumredet, weil er genau weiß, die Gerüchte sind draußen. Was ist jetzt wegen exklusiven Xbox-Spielen? Bleiben die auf der Xbox? Wird alles auf die PlayStation kommen und so weiter? Und ich finde es auch cool, dass er auch die Community anspricht. Also quasi auch sagt so, hey, wir wissen, was ihr wollt. Ja, absolut, absolut. Und auch noch, was ich echt cool finde an ihm, er ist ein Gamer. Der ist einer von uns. Und das ist nicht nur Marketing, bla bla. Leute haben ihn online getroffen und mit ihm gezockt. Und er hat auch einen riesigen Gamerscore, ich weiß nicht, relativ hoch. Aber er zockt das Zeug wirklich, was er veröffentlicht. So we made the decision that we're going to take 4 games to the other consoles. Just 4 games. Not a change to our kind of fundamental exclusive strategy. We're making these decisions for some specific reasons. Okay, gleich mal, es kommen nicht alle Xbox-Spiele auf andere Plattformen, aber 4 Spiele. 4 ist es mal, das ist schon mal fix. We make every decision really with the long-term health of Xbox in mind. And long-term health of Xbox means a growing platform, our games performing, building the best platform for creators, reaching as many players as we can. We're always looking. Was ich interessant finde, ist, er sagt Xbox und nicht Xbox Series X oder ähnliches. Er sagt nur allgemein, wir wollen die Xbox als Plattform stärken. Das führt sich übrigens durch das gesamte Interview. Ich habe es schon mehr angeguckt. Sie erwähnen nie explizit ihre Series-Konsole oder die beiden Konsolen, sondern einfach, stimmt, wie du sagst, Xbox-Plattform. Und das muss nicht bedeuten die Konsole, sondern das bedeutet ja auch PC. Ja, und jetzt ist auch die Frage, ob sie jetzt mit Xbox-Plattform meinen, auch wirklich nur die Hardware oder auch sowas wie den Game Pass. Ja, das wird teilweise nicht ganz klar, wobei sie erklären es noch weiter. To learn as a leadership team. And to grow. And we think this is an interesting point in time for us to use what some of the other platforms have right now to help grow our franchises. So we're going to do that. So these 4 titles, what are they? Can you say? I'm not going to name those games. The teams that are building those games have announced plans that are not too far away. As we know, game teams put a lot of energy into their announcements with the partners. So I don't want to take anything away from those teams. So I won't be talking about the titles specifically, but I think when they come out, it'll make sense. Can we say if either of those titles are Starfield or Indiana Jones? Die wichtigste Frage überhaupt. They're not Starfield or Indiana Jones. Okay, warum, was für Spiele würden das dann wohl sein? Ja, es gibt ein paar Gerüchte, dass es einerseits Hi-Fi Rush ist, das auch exklusiv, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr rausgekommen ist. Ein ziemlich cooler Comic-Titel. Der würde sich anbieten. Und auch gerüchteweise Sea of Thieves. Seit Jahren exklusiv auf der Xbox. Multiplayer-Spiel. Und bei beiden wird es Sinn machen, dass die einerseits auf der PlayStation kommen, aber auch eigentlich auf der Switch.
Well, what was the criteria in how the team was thinking about selecting those 4 titles? Let me start a little bit outside of that, and then I'll get to the 4 specific games that we're talking about right now. Because the fundamental decision driver for any decision that we make, anything we're going to talk about today, is the long-term health of Xbox. That we're running a growing platform that is reaching more players, that our games are having as much success as possible. And I do have a fundamental belief that over the next 5 or 10 years, exclusive games that are exclusive to one piece of hardware, are going to be a smaller and smaller part of the game industry. And that's not some great insight, because if you look at the last 10 years and what the biggest games are today, it's a natural place. Whether it's one console and PC, multiple consoles, mobile console and PC, you see big games landing on multiple platforms. Da muss ich einhaken. Das ist auch wieder die Bestätigung. Sie sehen die Xbox als größere Plattform, eben mit mehreren, ja, wie soll ich sagen, Abspielgeräten. Und da ist auch die Xbox-Konsole nur ein Teil davon. Und sie sehen es auch anders. Sie sagen auch nicht, nein, wir wollen jetzt nicht das auf nur einem Gerät haben, so wie es beispielsweise mit den Sony-Titeln ist, sondern nee, wir wollen möglichst viele erreichen damit. Nichts Neues eigentlich, aber nochmal bekräftigt. Ja, und da ist für mich mal wieder ein klarer Hinweis darauf, dass Microsoft die Hardware, die sie verwenden, die sie haben, nicht als primäres Produkt sieht. Für sie sagen zwar, die Plattform soll wachsen und stärken, aber er sagt ja Xbox und er sagt ja jetzt nicht speziell eine spezielle Hardware wie jetzt die Series X oder so. Und eben zur Xbox gehören ja auch der Game Pass und die Spiele und so weiter. Und sie sehen das viel breiter gefächert als jetzt bei Sony, für die halt die PlayStation 5 das primäre Produkt ist. Genau. Hardware mit der Software, ja. Genau. And we want to be a great platform for creators that are trying to realize that potential. But now back to the specifics of the question on these four specific titles. We looked at games that are over a year old, so they've been on Xbox and PC for a while. A couple of the games are community-driven games, new games, that kind of first iterations of a franchise that have reached their full potential, I'd say, on Xbox and PC. There's always growth. Franchises that we obviously want to continue to invest in. Part of having the ability to continue to invest is that the businesses behind those franchises continue. We think it's important that these service-based games that have communities behind them, that they can have confidence that they're going to exist in the future. So 2 of them, kind of community-driven games that will end up on other platforms and give us the ability to continue to invest in them. We think that's great for the business and great for the communities, more players to play with. I'd say 2 of the other games are smaller games that were never really meant to be built as kind of platform exclusives and all the fanfare that goes around that. But games that our teams really wanted to go build, that we love supporting creative endeavors across our studios, regardless of size. And as they've realized their full potential on Xbox and PC, we see an opportunity to utilize the other platforms as a place to just drive more business value out of those games, allowing us to invest in maybe future iterations of those, so sequels to those. Ja, also ich finde, das ist irgendwie mal wieder klar, dass sie sehen, die Zukunft liegt in der Software und in den Spielen und nicht in einer Hardware, weil ich glaube, die Hardware wird sich gerade in den nächsten Jahren sehr viel verändern. Vielleicht wirklich von stationären Konsolen zu vielleicht wirklich Game Hubs am Fernseher oder am Handy oder wie auch immer, zu Geräten, die man eh schon hat. Und wenn man jetzt natürlich, sagt man jetzt als Spieler, das ist ja noch Jahre weg. Ja, aber für eine Firma ist das nicht mehr Jahre weg. Also, weil die Entwicklung muss ja, wenn man in 10 Jahren ein Produkt rausbringen will, muss die Entwicklung ja heute starten. Und so hört sich das jetzt für mich an, so ein bisschen, dass sie einfach sagen, die Software wird immer wichtiger als die Hardware. Was mir auch auffällt, ist, er umschreibt das relativ blumig mit das und das Spiel hat sein Potenzial ausgeschöpft aus Xbox und auf PC. Was so viel heißt wie, ja, wir haben es dort verkauft, jetzt verkauft es sich halt nicht mehr. Ja. Jetzt machen wir halt weitere Plattformen, wo das rauskommen soll. Ja, genau, weil sie sich eben auf die Spiele, auf die Software fokussieren, weil sie sehen ja auch die Hardware, mit der verdienen sie ja kein Geld. Also weder Sony noch Microsoft verdienen ja mit dem Verkauf der Hardware Geld. Und wenn man seine Spiele jetzt exklusiv hält, dann hält man sie ja von potenziellen weiteren Käufern fern.
or just other games like that in our portfolio. And when we don't damage Xbox and we can grow our business using what other platforms have and to help us with that, we're going to do that. And that's really the story behind these 4 games. And last thing I'll say, looking forward, I think there is an interesting story for us of introducing Xbox franchises to players on other platforms to get them more interested in Xbox. We think there's a good brand value for Xbox there. So 4 games, no promise beyond that. So if you're on those other platforms and you see these 4 games coming, please don't take it as some signal that everything's coming. It's not. And we're going to learn. So when you are thinking about the future and this concept of live service games, games that can benefit from bigger audiences, new audiences, how does that apply to future titles and how you're applying that criteria there? Yeah, there's really no fundamental change to how we think about exclusivity. We just came out of Developer Direct, which was an awesome show, where we showed great games that are coming to Xbox and PC and cloud, which really makes them accessible to hundreds of millions of people. So it's this kind of, we're really focused on a couple platforms and what's going to show up there. But our key of play the games you want with the people you want, anywhere you want, when everybody plays, we all win. These have been part of our strategy for years and will continue to be. Our focus is on how do we continue to grow the game. Also was ich interessant finde, ist, dass er jetzt ja sehr betont, dass nicht alle Spiele kommen werden. Und für mich hört sich das jetzt wirklich definitiv danach an, dass das sowas wie eine Zweitverwertung der Spiele ist. So, wir verkaufen die auf unserer Plattform, solange es läuft. Und wenn die Verkäufe dann eben einbrechen, weil der Markt gesättigt ist für dieses Spiel, dann bringen wir es auf den anderen Plattformen heraus, weil da werden sich dann noch neue Spieler finden, die es kaufen. Das macht Sony ja jetzt auch schon, indem sie 2 Jahre alte Exklusivspiele auf den PC rüberbringen. Wo sie auch, glaube ich, offen schon kommuniziert haben, ja, die verkaufen sich halt jetzt nicht mehr so. Claro hat er das schon, der es eine Playstation hat und ja, ein neuer Markt. Und hier dasselbe eigentlich. Aber er betont auch gleichzeitig, also man merkt schon, Phil betont oder beschwichtigt auch die Fans, die sagen, oh mein Gott, meine ganzen Xbox-Exklusivspiele werden jetzt überall erhältlich sein, das ist ja komplett doof. Nee, also jetzt erstmal diese 4 Spiele, wobei definitiv werden da noch mehr kommen. Und ja, welches wir sein werden, schauen wir mal. Games industry by reaching more players in more places. And how do we grow Xbox as part of that? Xbox is a hardware platform, Xbox is a publisher of great games, and Xbox as a platform for the world's best creators. And then knowing that, how do we think about our first-party games and Game Pass? Yeah, well, to build on what Phil just said, one thing I would add, as you were talking about growth, is just that we've sort of seen this inversion over the last 5 years where it used to be that the platform was the biggest thing. That's right. And the games would sort of tuck in within the platform. Today, big games like a Roblox or a Fortnite could actually be bigger than any one platform. Yeah, and that really has changed the way that we think about things. So in the midst of all that, I think we at First Party can come back to sort of some core principles. First, that all of our games will be on the Xbox platform. Second, all of our games will go into Game Pass on day 1. And third, we know that Game Pass will only be available on Xbox. So there's sort of starting points for us. Zum Thema Game Pass. Microsoft hatte ja eigentlich auch versucht, den Game Pass auf andere Plattformen zu bringen. Und zwar auf die Switch und auch auf die PlayStation. Wobei wahrscheinlich beide, also Nintendo genauso wie Sony, gesagt haben, nee, kein Interesse, wir haben unsere eigenen Abo-Services, da brauchen wir das nicht auch noch. Deshalb auch wahrscheinlich, dass der Game Pass jetzt überall ist, aber eher, ja, also im Grunde Xbox, Mobile und PC. Ja, es ist, und er sagt ja jetzt auch klar, dass die Hardware eigentlich nicht mehr im Fokus steht und dass sie davon jetzt eben wegkommen werden, dass die Spiele im Vordergrund stehen und sie ja auch mit den Spielen das Geld machen und deswegen ist es viel interessanter, sich auf die Spiele zu fokussieren. Man muss natürlich eine Hardware, um diese Spiele auch zu spielen, dann auch anbieten, weil ja, ohne irgendeine Hardware geht es natürlich nicht, aber für Microsoft scheint es jetzt eben egal zu sein, welche Hardware da verwendet wird. Hauptsache, ihre Spiele werden gespielt. Und verkauft natürlich, ja. As Phil mentioned, there are games today that you can play that only can be found on Xbox. And at the same time,
we want to bring more of our games to more players. So we're going to continue to look at that. Kind of moving aside, though, from some of those and thinking more about what does it really mean for the player. To me, the two key things are cross-play and cross-save. Those things allow us to deliver on the promise of Xbox, which is play with your friends where they are, play on the devices you want, play the games you want. So that is really only possible at a practical level when you know that your saves and your player are going to be able to move across all those parts. So not all of our games today are necessarily built to take advantage of that. There still will be some games that don't. As we bring more teams into the Xbox family, there's some catch up to do as we get there. But that cross-play, cross-save is like so fundamental to what we're doing, and I think is something that we as first party get such a good benefit from being so close to the platform. Yeah, absolutely. I mean, that's one of the things, like you said, all of our games are always in Game Pass. And so I'm excited to announce, you know, with the coming together that we had with Activision Blizzard King, that Activision and Blizzard games are coming to Game Pass, starting with Diablo 4 on March 28th, which I'm super, super excited to share today. Das gab's vorher nicht. Nee, wir haben, ich bin mir nicht sicher, wir haben sehr wenig von Activision Blizzard im Game Pass bisher gesehen. Und da haben sich Leute auch schon gefragt, was jetzt damit los ist. Auch ein Call of Duty war bisher nicht im Game Pass. Jetzt bei Activision Blizzard macht jetzt mal Diablo 4 den Anfang. Und vorhin hat es ja, ich glaube, Matt Booty auch gesagt, ja, sie wollen eigentlich alle ihre First-Party-Spiele im Game Pass Day One haben. Aber die Activision Blizzard-Spiele sind ja dann noch nicht wirklich da. Das heißt, das wird jetzt wahrscheinlich nach und nach eingeführt. Sie hat ja jetzt bestätigt, dass das offiziell jetzt eben angekündigt, dass alle Spiele kommen werden. Ja. And it's all part of our commitment to make Xbox, the Xbox experience and the games that we build as widely available as possible. So now the 34 million Game Pass members can all enjoy the fantastic experience of Diablo 4. Amazing. Can we come back to the point, Phil, you mentioned at the top, this isn't really a change in strategy for us. Can you recap for me how it isn't? Yeah, and I thought both Matt and Sarah did a really nice job of talking about what we're doing on Xbox, where we're going. You know, if you take a platform feature like Xbox Play Anywhere, which has been a promise that we've made on our first-party games, that you can buy our game once, you're going to get play across Xbox and Windows. I think we're the only platform that does this. That makes it possible for you not only to play with your friends wherever they are, but to know that you actually have multiple entitlements to the games. I think that's a technology I would love to see applied to more platforms. But it is this view that people are going to play Xbox in multiple places. Whether it's play the games you want with the people you want, anywhere you want, whether it's content, community, and cloud, whether it's when everybody plays, we all win. Like we've had different taglines, different strategy, kind of words that we've used, but always with this view that Xbox is a platform for creators who want to reach the most players. Our investments in xCloud, our investments in franchises like Minecraft. Das finde ich auch sehr interessant, dass sie eben jetzt so einen Fokus drauf setzen, dass man eben diese Cross-Plattform-Spiele, dass man miteinander spielen kann, auch wenn der eine am Handy spielt und der andere an der Xbox und der dritte am Fernseher und der vierte dann vielleicht an der PlayStation. Weil das natürlich dann auch viel mehr Spieler involvieren kann, als wenn jetzt jemand das gleiche Spiel und ja, spielen wir zusammen, geht nicht, ich hab's auf PlayStation und du hast es auf Xbox, schade. Ja, Sie haben es ja gesehen auch von Fortnite. Das ist ja auch so, da spielen ja auch alle möglichen Leute zusammen. Call of Duty ja genauso, Minecraft. Und ja, Sie wissen, das ist jetzt ganz klar, dass Sie da hingehen, ja. Ja, genau. Und bisher war es halt wahrscheinlich einfach bei nur ein paar wenigen Spielen. Aber für mich hört es sich jetzt so danach an, als wäre das ein großer Fokus jetzt in der neuen Strategie. And now Call of Duty and other large franchises so that we learn how to build those. This has been a strategy that we've been on for, I'd say, a decade. It's not about one device. It's not about games in service of a device, but rather the devices that people want to play on should be in service of making the games as big and popular as they possibly could be.
Because really a healthy creator community on Xbox, a healthy creator community in gaming all up is the thing that all of us as game players should be voting for, because that's the thing that will lead to the best long-term success and growth in this industry. And my understanding, just from listening and learning from you three over the past few weeks, just understanding what's happening with Xbox, is that we see trends with player behavior where people are playing on multiple devices. That is the reality. And we have put some games out on multiple platforms before. So my understanding is that that's been good for players. How does that come back to the business with all of that in mind? Yeah, as you said, we have shipped games on other platforms. In fact, realistically, if you look with the addition of Activision and Blizzard and ZeniMax, we're one of the largest game publishers on PlayStation. Das ist halt der größte Hammer, den man eigentlich nie bedenkt. Xbox ist einer der größten Spiele-Publisher auf der PlayStation. Also das ist ein Satz, der hat mich echt umgehauen. Und das macht mich komplett perplex. Und es stimmt aber, weil jetzt natürlich Activision Blizzard mit an Bord ist. Das heißt eben Marken wie Elder Scrolls, Call of Duty, Overwatch und so weiter. Und andererseits auch, weil Microsoft ja beispielsweise auch Minecraft macht auf der PlayStation. Also so gesehen ist das ja gar nicht mal so neu, dass Xbox auf der PlayStation ist. Weil wir haben ja da schon einige PlayStation-Spiele, die eben aus dem Hause Microsoft kommen. And we're one of the largest publishers on the Nintendo Switch, especially when you put Minecraft into the equation as well. And now we're one of the largest publishers on mobile platforms as well. And that's not something that we want to back away from. We want to continue to be building great games that millions and millions of people can love, and that they can play those games where they want to go play. But we do understand the business success that Xbox has to have. Us as leaders in this business, the system today, the system that all companies that we play video games from, is a world of you got to be growing your business. Growth in our Xbox business is critical to the long-term health of Xbox. Many people know I've been on Xbox for over 20 years, and I want to make sure Xbox is in the... Wo er gerade sagt, er ist seit über 20 Jahren dabei. Also er ist echt ein Veteran und ich finde auch, der hat in gewissen Maßen die Xbox auch gerettet, weil damals die Xbox One ganz schlecht gestartet ist und das Konzept eigentlich ganz schlecht war. Verbindung mit Kinect, das ist ganz fundamentaler, wichtiger Bestandteil und keiner wollte es. Und dann gab es auch einen Führungswechsel. Er ist quasi als Xbox-Boss aufgetreten und gesagt, nee, wir cutten diesen ganzen Multimedia-Kram raus, das wird eine Spielemaschine. Und es ist genau das, was die Leute wollten. Und dann hat das noch ein bisschen rumbiegen können. Und ja, von daher auch wieder, guter Mann. Best position for the next 20 years. That means healthy player community, healthy creator community, and healthy business. So when we look at opportunities to allow more people to play, more people engage, more people to buy, more people to subscribe, it's all about putting Xbox in the best position. And our hardware is a critical component of that. The absolute best experience somebody has on Xbox is hardware that your team builds and that people play on. But that's not going to be everybody. We fully accepted that we're going to have Xbox players across all kinds of devices. So I think a lot of people think about 2023 as this incredible year for gaming. And in a lot of ways it was. There were some really amazing releases that I think we all enjoyed. But what were the signals behind the scenes that maybe indicated how we wanted to look at the future of Xbox and how we kind of keep up with the industry? Yeah, such a good question. And I think it's, as people who care about the industry, which I assume is people who are watching this, it was an amazing year. Some great launches, some of the games that I think will stand the test of time and people will be talking about a decade from now. But it's an industry that didn't really grow. And what happens when an industry doesn't grow? You end up with some job eliminations, which we had. We had even our own hard decisions to make about building a sustainable business for ourselves. Microsoft hatte Stellenstreichungen und vor allen Dingen die Xbox-Sparte hatte, ich glaube, Stellenstreichungen in Höhe von 10%. Da wurden Leute entlassen. Das ist einiges. Ja, da ist Microsoft nicht der einzige Publisher im Spielebereich. Also ich verstehe es auch vorne und hinten nicht. So viele Publisher und Entwickler entlassen Leute. Immer wieder hört man von Massenentlassungen. Und das, obwohl es ja eigentlich andauernd in der Spielebranche immer aufwärts geht. Ich verstehe es nicht. Ist das so eine Misswirtschaft, so ein Missmanagement, dass man immer wieder Leute einstellt und wieder rauswirft? Naja. Es kann natürlich auch sein, dass durch Entwicklung von Technik und gerade jetzt auch mit KI, dass dann natürlich
eine Spieleentwicklung auch vereinfacht wird oder schneller geht. Und dann natürlich nicht mehr ganz so viele Leute benötigt werden. But in no way were we alone in that. When you think about a healthy industry, I want players who believe that they will find the best games on the platforms that they love. I want people who invest their careers in working here to feel like this is a place that they can be successful. And that really is down to being part of an industry that is growing. If you listen to Lisa Su, the AMD CEO, she'll say that AMD-powered consoles are likely to decline in 2024. Das ist auch interessant. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Die AMD-Chefin meint, dass aktuelle Konsolen, also dass das Geschäft mit den aktuellen Konsolen runtergehen wird, beziehungsweise zurückgefahren wird, also mit der aktuellen Generation. Und das ist jemand, die sich auskennen muss, weil AMD liefert die Chips für die PlayStation und für die Xbox. Ja gut, was ich jetzt aber nicht jetzt besonders seltsam finde, weil es ist jetzt 4 Jahre nach Erscheinen der Konsolen. Und 4 Jahre nach Erscheinen der Konsolen ist es eigentlich ganz normal, dass der Verkauf zurückgeht. Weil zum einen der Markt gesättigt ist langsam und zum anderen eben auch viele Leute sagen, jetzt habe ich mir bis jetzt keine gekauft, jetzt warte ich noch, bis dann die Next Gen dann rauskommt. I think there's an amazing set of games coming in 2024, but if we don't get to growing as an industry, the industry will struggle. And today there's really 2 choices on how do you grow the industry. Do you say I have a fixed number of players, the players that we have today, and do I find new ways to monetize those players to get more money from the players that I have? Or do you think about how do I expand the business I have by finding new players and adding those to the base of players that already play? Our focus on Xbox for the last decade has really been on that latter point. Echt? Das sehe ich gar nicht so. Also, das war ein Strategiewechsel. Aber nee, also ich würde sagen, auf der Xbox Classic und Xbox 360 war das dieselbe Taktik, die Sony immer noch fährt. Wir wollen die Leute auf unsere Konsole ziehen und erst mit der One und dem Game Pass hat sie das gewandelt. Aber okay, es ist jetzt eben, es festigt jetzt sich immer mehr dahin. Of how do we make sure Xbox is growing for our players, growing for our creators, so those people are finding success on our platform, which will grow the Xbox business and put Xbox in a position to be very strong for years and decades to come. Matt, earlier you were talking about these growing gaming. Da sagt er was ganz Wichtiges, weil dieses breit gefächerte Angebot, das macht Microsoft, also beziehungsweise Xbox, sehr stark oder sichert deren Position einfach, weil sie können dann natürlich, wenn jetzt die Xbox Hardware-Verkäufe sehr stark einbrechen, ist das nicht so schlimm, weil sie mehrere Standbeine haben. Und mit dem Game Pass Geld verdienen, mit den Spielen vom PC, mit den Spielen, die auf der PlayStation dann herauskommen. Wenn jetzt der primäre Fokus, zum Beispiel bei Sony, der Verkauf der PlayStation wegfällt, dann haben die ein Riesenproblem, weil die keine anderen großen Einnahmequellen in der Games-Sparte haben. Und da könnte dann wirklich ein Problem entstehen, aber eben durch dieses breite Fächern, dieses Anbieten von Spielen auf mehreren Plattformen, da wäre es nicht so schlimm, wenn das dann eben wegfällt. Absolut, ja. Communities, how they're incredibly large and comparable on such a different level when we think about console audiences. Like you mentioned Roblox, you mentioned Fortnite. So how are we're obviously thinking about our responsibility, our hardware responsibility is supporting the growth of gaming communities. How has that actually shown up for the players? Are there other games we can speak to from our portfolio? Well, as Phil mentioned, I mean, 2 of the biggest ones for us, Call of Duty and Minecraft, I mean, they are driven just from the bottom up by the communities of people that play those games, which is so great. I think about it, for the player community, it comes down to where are the friends, where are the people you play with, and then equally important is where have you built up your library of games, right? Das höre ich aber auch aus der Community hier. Einerseits, ja klar, wo habe ich meine Spiele schon gekauft, wo kann ich sie weiterverwenden? Und andererseits, wo zocken meine Kumpels? Weil mit denen möchte ich ja auch dann zocken, das ist klar. Where have you invested? Where's that library? I think those 2 things probably are some of the biggest influences on where people choose to play and what devices they choose to play. Yeah. When we think about, on the other side, the developer side, just any game developer wants their game to find the biggest audience possible. That's just the nature of building a game. You want people to enjoy and participate in what you've made. And I think we're in a unique position
to deliver on that just because we are the platform. We build hardware, we've got a first-party games group, and then we've got a system that ties that together, that brings together your friends, your progression, your achievements, all of that. And I think that's really what has contributed to the momentum behind some of these communities. Yeah, absolutely. I mean, when you look at, just step back and you look at the history of the industry, we've moved from a place where it used to be that someone built and launched a game to accelerate hardware to actually the things we do with our hardware and with our platform are all in service of making those games bigger. And we think about that across all. Ja, das ist genau das, was ich schon immer gesagt habe eigentlich, wirklich. Also das ist die Strategie, die einfach zukunftsträchtig ist, weil sie sagt es ja gerade. Früher war das so, dass man Spiele entwickelt hat, um den Verkauf der Hardware zu pushen. Und heutzutage ist das nicht mehr realistisch, weil der Markt sich einfach so sehr verändert hat und man kann heutzutage nicht mehr sagen, hey, okay, wenn du jetzt dieses Spiel spielen willst, dann musst du dir jetzt eine Xbox kaufen oder dann musst du dir jetzt eine PlayStation kaufen, weil die heutige Gaming-Welt nicht mehr so ist. Heute ist es eher andersherum. Die Spiele sind einfach der Fokus, das primäre Produkt und die Hardware ist nur noch ein Mittel zum Zweck. Das hat Sega übrigens witzigerweise schon vor 20, 25 Jahren auch schon gemacht. Da hatten sie ja noch ihre eigenen Konsolen und sie haben trotzdem ihre Spiele auf dem PC rausgebracht. Und nachdem das Dreamcast-Ende da war, haben sie ihre Spiele auch sofort auf die PlayStation gebracht, also aufs Konkurrenzformat. All of the investments we make, the consoles we build, the investments we do with things like cross-play, cross-progression, the things that we're doing with cloud. How do we actually give more options to game creators so they can have the greatest success? I think one of the fun recent examples about this is actually Pal World. You know, Pal World was able to launch, they were a game preview, they launched in Game Pass, they also simultaneously launched in Steam. And through the combination of those things, you know, Pocket Pair was able to have this outsized success, and it was the largest third-party Game Pass launch ever. And that's all because we give creators options on how they can launch their games. We've got subscription, we've got retail, we've got free-to-play, we've got... Das haben sie auch geändert. Es gab so eine Zeit lang so eine Art Exklusivität, wenn man auch als Xbox-Indie-Entwickler unterwegs ist, dass es zuerst eben auf dem Xbox-Ökosystem kommen muss und nicht sofort auf Steam. Da gab es mal ein paar Einschränkungen. Das haben sie, glaube ich, alles fallen lassen, dass sie einfach sagen den Entwicklern, hey, ist uns egal, bring's gerne auch bei uns raus. Weil da gab es auch so ganz irgendwas, wo manche Entwickler meinten auch, nee, sie machen das jetzt lieber für die PlayStation anstatt für die Xbox. Also nur so als Anekdote. Game preview, we have the consoles, we have our experience on PC, and they can access all of those things. And when we step back and we just look at the performance of our platform all up, we know it's working. We're at the highest level of users on console, the highest level of users on PC, the highest level of users on cloud ever. We have double-digit growth rate on PC and cloud, places where we're enabling creators. Leider keine konkreten Zahlen, wobei vorhin gab es als einzige Zahl die Game Pass 34 Millionen, aber ansonsten eben, ja, wir haben jetzt die größte Community, aber wie groß ist sie wirklich? Microsoft hat ja schon lange keine Verkaufszahlen von der Hardware veröffentlicht, gibt immer nur Schätzungen, aber ja, ich denke, die Zahlen werden natürlich Microsoft vorliegen und ich meine, man merkt ja, es ist der Strategiewechsel da, weil vielleicht die Zahlen nicht ganz so gewachsen sind, wie sie sein sollten. Und deswegen haben wir jetzt auch hier ja, diesen Bericht, dieses Interview. Was ist jetzt die neue Strategie? To actually reach new players beyond the console ecosystem. And that's why we're leaning into it and doing more, because we see all those signals. So we're talking about the role that hardware plays for creators, for the games and those communities. What about the role that hardware plays for us as a business, for Xbox? When we look at our hardware, it really is, and Phil said this earlier, it's where you get like the most flagship seminal experience of Xbox. And it also represents a developer target. Our developers can build the specs of our hardware, and we invest to make sure they know when they do that the games are going to run great on our hardware, but they're also going to be able to be accessed across any screen because of all the other investments we make. Das finde ich schräg. Also die Formulierungen hier finde ich schräg, weil sie sagen, okay, wenn du jetzt für die Xbox entwickelst du am besten speziell für unsere Hardware und damit meinen sie die Xbox Series X und S. Und dann kannst du es immer noch für alles weitere entwickeln, PC und so weiter und Cloud und Mobile. Aber sie erwähnen nicht in keinem einzigen Wort, ja, eigentlich die beste Hardware dafür ist die Xbox Series X oder so. Sie erwähnen sie nicht mal im Wort. Und das ist irgendwie komisch. Also, da bin ich mir
Ich bin mir nicht so ganz sicher, wie es mit der Series weitergeht, in den Series-Geräten. Aber wir werden gleich noch einen Hinweis dazu kriegen. So we're giving them an easy way to access as many players as possible. And we actually have more creators right now building for Xbox than ever before by nature, thousands of them by nature of those investments. And we got more to come. There's some exciting stuff coming out in hardware that we're going to share this holiday. Da haben wir es. Irgendwas kommt. Es kommt zur Weihnachtszeit, stellen sie eine Hardware vor. Und das sagt sie so nebenbei. Und das ist mit einer der spannendsten Punkte hier in diesem Meeting. Eine neue Hardware von Microsoft, speziell fürs Xbox-Ökosystem. Also, was ist das? Also, ist das eine, ja, sagen wir mal, überarbeitete Series X, sowas wie eine Slim? Wird das so eine Art Xbox Series Pro, was ja wohl im PlayStation-Universum uns bald erwartet, PS5 Pro? Oder, was ich auch sehr spannend finde, ist das vielleicht ein Mobilgerät. Und zwar so etwas wie ein Steam Deck, aber eben speziell für Xbox. Also ein Xbox-Deck. Da gehen nämlich auch schon einige Gerüchte hin. Oder, jetzt noch der letzte Vorschlag, ist es eine komplett neue Xbox, eine neue Generation. And we're also invested in the next generation roadmap. And what we're really focused on there is delivering the largest technical leap you will have ever seen in a hardware generation, which makes. Also die Roadmap für die Next Gen steht schon fest quasi. Ist schon fix. Das hat sie jetzt offiziell bestätigt. Sie haben die Roadmap für die Next Gen, das heißt für die nächste Hardware, für die nächste Xbox wahrscheinlich. Und das wird einer der größten Sprünge, die es bisher gab. Ich denke da ganz schwer in Richtung KI. Das wäre ganz schwer. Das wäre ja echt spannend. Also der größte Hardware-Sprung, das ist sehr vollmundig. Weil ich finde, technisch sind wir aktuell schon auf einem ziemlich hohen Level. Klar kann man da jetzt noch weitergehen mit, sagen wir, 240 FPS bei 8K. Aber irgendwann ist man dann so weit oben, dass das eigentlich nicht mehr nötig ist, da noch höher zu gehen. Und ich vermute, dass es sehr viel in Richtung KI gehen wird. Ja, wir haben ja auch schon gemutmaßt, was hat jetzt eine etwaige PS5 Pro, was die normale PS5 nicht hat. Ich denke da auch eben an Spezialchips wie eben für Raytracing. Aber stimmt, KI ist wahrscheinlich ein ziemlich spannender Faktor, der bei uns im Gaming jetzt erst so in den nächsten Jahren kommen wird. Ja, ich denke zum einen softwareseitige KI, die viel bessere Berechnungen durchführen wird. Aber auch bei den Games, dass da quasi sehr viel KI eingesetzt wird, was ja natürlich auch Rechenpower braucht. Und das finde ich sehr interessant, wenn man da in Richtung dieser Matrix-Demo mal denkt. Die war technisch extrem überzeugend. Auch so ein gewisser Maßstab für kommende Spiele. Und ich habe auch gleich noch ein Gerücht parat. Okay. 2026. Hieß es von irgendeiner unbestätigten Quelle, dass Microsoft was rausbringen kann. Damit werden sie früh dran und, was auch eigentlich geschickt wäre, sie werden früher dran als die Sony-Konkurrenz. Ja, also ob jetzt 2026 oder nicht, aber an sich von der Technik her bin davon überzeugt, dass es in Richtung KI gehen wird und ich glaube auch, dass wir viele Spiele wie diese Matrix-Demo sehen werden, in der man quasi mit den NPCs dann wie mit einem ganz normalen Menschen reden können wird. Das wäre echt ein absoluter Meilenstein, wenn das kommen wird. Dass die nicht nur einfach blöd herumhampeln. Leg dafür meine Hand ins Feuer, wirklich, wirklich. Ich bin da so überzeugt davon, dass das der nächste große Sprung sein wird, denn ich sehe jetzt rein in der Technik oder Grafik dann nichts mehr, was ein großer Sprung sein könnte. Es wird natürlich sich verbessern, aber kein so großer Leap eben. Und sie kündigt jetzt den größten Leap an, den es gegeben hat bisher. Und ich lege dafür meine Hand ins Feuer, dass das KI sein wird. Das wäre wirklich spannend. Vor allen Dingen, weil ja Microsoft auch in Sachen KI groß dabei ist. Sie sind ja mit dabei bei ChatGPT bzw. bei OpenAI. Sie integrieren das bereits in Bing, in ihre Suchmaschine und auch in Windows und inzwischen sogar in Office. Das heißt, das wird sich durchziehen durch ihre Geschäftsbereiche. Das heißt, auch ins Gaming natürlich.
Ja, und es ist ja heutzutage schon so, wenn man jetzt überlegt, was die ganzen KIs jetzt können, und das ist ja nur die Spitze des Eisbergs, was wir als Endverbraucher überhaupt zu sehen bekommen. Jetzt so ein ChatGPT, mit dem man sich inzwischen wirklich in der App mit Stimme ganz normal wie mit einem Menschen unterhalten kann und der nicht mal mehr nach einem Roboter klingt, und das ist nur die Spitze des Eisbergs, weil alles, was darunter liegt, der meiste Teil, der ist für uns als Endverbraucher ja gar nicht zugänglich. Und da wird ja überall in allen Sparten gerade daran gearbeitet. Makes it better for players and better for creators and the visions that they're building. And then when we're talking about hardware too, there's these other considerations that are really important to our community, probably to each one of ourselves as well. When you talk about library, because I want to dig in on that a little bit more. You know, as we talk about cloud in the wider entertainment industry, there's conversations about streaming. How is that impacting how I own my content that I've invested in? So what can we say about our stance around game preservation? Yeah, you know, one of the highlights for me of being in this position was getting to stand on stage when we announced the back compat coming to Xbox One. Like, it was fantastic. People were reading the teleprompter before I could read it. I'm a slow reader, and just feeling the energy in the auditorium as we were saying that, and online. You know, one of the cues I think us as being part of Microsoft take is looking at Windows and how Windows over decades has maintained software compatibility with things that are built on it. Like, I can still go back and play some of the games that I love playing on Windows from decades ago, and it will still run. And we try to bring that same view to consoles. It's harder in console because the line between what the hardware is and what the game is in consoles is traditionally, it's tighter. Ja, es ist auch schwierig, wenn man von einer Generation zur nächsten Konsolengeneration eine komplett andere Hardware hat und auch den Chipsatz quasi von, was ich zum Beispiel von Intel auf AMD wechselt. Das ist komplett anders, oder kann man ganz schwierig eine Abwärtskompatibilität machen. Beispiel auch PS3 mit dem ganz eigenen Architektur mit Cell. Das ist unmöglich, das gescheit oder fast unmöglich gescheit wirklich kompatibel zu machen. Da spricht es schon was Wichtiges an. Ich denke, Kompatibilität von Disk, ist sehr schwierig, aber ich glaube, man kann das schon über Emulatoren und Ähnliches lösen. Am PC, über Emulatoren kann man ja quasi fast alles inzwischen machen. Man könnte das auch auf einer Konsole theoretisch über Emulatoren lösen. Ja, was die Mini-Konsolen herstellerseitig. Ja, aber sie machen es nicht. Ja, da können wir ein ganzes Fass nochmal darüber öffnen. Which makes compatibility, you end up doing these generational compatibilities that we've built. But I will say, compatibility, the ability to not only play the games, but my saves are still there with our cloud save systems to try to keep the services up as long as we can so that people can play, is a tenet of what we are as Xbox. It's at our foundation. And when we look at future hardware generations and what we're going to support, making sure that we respect, which is the word I use, respect the investments that people have made in Xbox going forward, is fundamental. And the fact that you get entitlements when you buy a game from us on both Windows and Xbox also means you have the ability to play that game across a multitude of devices. Das ist somit das Beste. Er hat vorher schon angemerkt, Crossplay, Cross-Save, Play Anywhere, aber vor allen Dingen, man kauft sich ein Spiel jetzt auf der Xbox und dann kann ich es auch drüben auf dem PC direkt weiterspielen. Und ich hab's da auch und ich darf es da spielen und muss auch nicht upgraden oder nochmal kaufen. Das ist richtig, richtig geil. Which I think furthers the compatibility of the games that you own. Can we go back to what Xbox stands for today? I think we've pretty much covered all of the elements, but if you could break it down for me. You know, when you play on Xbox, what we're saying is you're playing on a platform where you know the biggest games in the world are always going to be. You're playing on a platform where you get to access Game Pass. And all of the games from our incredible range of studios will always launch in Game Pass day one. And you're playing on a platform that's dedicated to you, like player-first features, cross-play, cross-save, cross-progression, backwards compatibility, being able to play your games in your library anywhere you want because of the investments that we make in cloud gaming. And so you're playing somewhere where you're investing and you know you get to take the games forward with you and across all of the screens where you are. And I think most importantly, Xbox is a place where you know when you're investing in Xbox, you're investing somewhere that is dedicated to making games more successful and creators more successful so that they can invest more to bring even better experiences to you all of the time.
Yeah, just that investment in the studios is so, and we feel that as part of first party with the platform proximity. You know, it's kind of amazing now to look out across all the studios we've got and just be reminded that we're now one of the biggest development organizations in the industry. What does that mean for players? It means that the biggest games are going to continue to come to Xbox. And this 2024, the year coming up, we've got more than 10 major releases coming. Okay, 2024 kommen noch 10 große Titel und vorrangig für die Xbox. Das wird nochmal unterstrichen, weil, ja, wie gesagt, sie wollen die Fans natürlich nicht verunsichern, dass es jetzt überall plötzlich verfügbar ist. Ja, also, da bin ich mal gespannt. Coming up, great stuff. Hellblade 2, we've got Diablo expansion, we've got Avowed, Ara, the Indiana Jones game, and there's more in development, which I think we're going to be able to share more about at our June showcase. Aha, im Juni. Interessant, ein Showcase im Juni. Ja, sehr, sehr gerne. Das ist ja auch zur Zeit von der E3, die es ja jetzt nicht mehr gibt. E3 war ja immer die Zeit Ende Mai, Anfang Juni. Das heißt, sie machen dort ihre großen Neuheiten oder zeigen sie. Ja, das wird echt, echt gut. Coming up pretty soon. Well, I guess I should get ready to work on that show. Well, thank you all for showing up on the podcast today, and we'll see the rest of you this June. Yeah. Thanks, Tina. Thank you. Ja, auf jeden Fall viele interessante Infos dabei. Ja, interessanter, nicht Richtungswechsel, aber konkreter, wo sie jetzt hinwollen. Und ja, ich bin gespannt, ob es so aufgeht. Das werden wir natürlich erst merken, wenn es, 5 bis 10 Jahre weiter ist, ob sie jetzt hier den richtigen Weg haben oder ob sie es nochmal ändern müssen oder ob Kinect zurück muss. Definitiv. Also schreibt unten in die Kommentare, ob ihr Kinect wieder haben wollt. Und lasst auch gerne ein Abo und ein Like da und wir sehen uns dann beim nächsten Video.